In den letzten Tagen sind mehrere Dinge gleichzeitig passiert, die zusammen ein sehr klares Bild ergeben, auch wenn jedes Thema für sich schon groß genug wäre. Wir haben einen bewaffneten Zwischenfall vor Kubas Küste mit 4 Toten, eine Energiekrise, die ja inzwischen viele Bereiche des Alltags direkt betrifft, inklusive Flüge, Transport und Stromversorgung. Eine Sanktionspolitik der USA, die nicht einfach nur Embargo ist, sondern über ja, Finanz- und Handelsmechanismen wirkt. Eine neue US-Linie, die Öllieferungen an Kubas Privatsektor unter Auflagen zulässt, aber den Staat ausschließt. Und eine kubanische Krisenreaktion, die sich ausdrücklich auf historische Erfahrung stützt. Option Zero, Sonderperiode plus ja, Verteidigungsdoktrinen. Wenn du an Themen rund um Kuba interessiert bist, abonniere gern jetzt meinen Kanal. Den Button findest du unter diesem Video. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Video zur aktuellen Lage in Kuba im März 2026. Der Zwischenfall ereignete sich nahe Cayo Falcones in der Provinz Villa Clara, also an der Nordküste Kubas. Nach Angaben des kubanischen Innenministeriums näherte sich ein Patrouillenboot der Tropas Guardafonteras einem Schnellboot zur Identifizierung. Das Schnellboot soll ein Florida-Kennzeichen getragen haben. Laut Havanna ignorierten die Insassen Anweisungen und öffneten das Feuer. Der Kommandant des kubanischen Boots wurde verletzt. Die Kubaner erwiderten das Feuer. 4 Personen starben auf dem Schnellboot. 6 wurden verletzt und medizinisch versorgt. Am Folgetag sagte Kuba, es seien 10 bewaffnete Personen an Bord gewesen. Sichergestellt wurden ja seien Sturmgewehre, ja, Kurzwaffen, Molotow-Cocktails, kugelsichere Westen, Zielfernrohre und Tarnuniformen. Zusätzlich sei auf Kuba ein Mann festgenommen worden, der den Empfang organisiert haben soll. Was offen bleibt und ja, was jede Bewertung entscheidet, sind Details. Wer schoss zuerst? Wie war die Distanz? Was zeigen Funkprotokolle, Radar, Einsatzberichte? Genau da setzen jetzt die Ermittlungen an. Ein Punkt, den viele unterschätzen, ja, wo das passiert ist rechtlich entscheidend. Wenn der Vorfall innerhalb der 12-Meilen-Zone stattfand, reden wir über kubanische Hoheitsgewässer. Dort darf Kuba Schiffe ja kontrollieren, identifizieren und bei unmittelbarer Bedrohung auch ja, Gewalt anwenden. Aber die große juristische Frage lautet immer Verhältnismäßigkeit. War eine unmittelbare Bedrohung gegeben? Gab es klare Schussabgabe vom Schnellboot? Gab es Alternativen? Das ist ja der Kern, den die USA jetzt unabhängig prüfen wollen, auch wegen der Frage, ob US-Bürger betroffen sind. Jetzt die US-Ebene. Ja, Rubio sagte, keine US-Operation, kein US-Personal beteiligt. Gleichzeitig kündigt er Ermittlungen an und spricht davon, man werde angemessen reagieren, sobald man eigene Fakten habe. Florida leitet ebenfalls Ermittlungen ein. Das ist politisch heikel, weil Florida nicht irgendein Bundesstaat ist. Dort sitzt eine große kubanischstämmige Community und Kuba ist seit Jahrzehnten ein ja, innenpolitischer Marker. Außerdem steht Trump in diesem Szenario für maximale Härte. Öl soll nicht mehr nach Kuba gehen, Druck soll steigen und Kuba wird als Bedrohung gerahmt. Und jetzt kommt ein Vorfall, bei dem Kuba sagt, bewaffnete Infiltration und Washington sagt, Moment, wir haben das unabhängig ja, zu prüfen. Das heißt, es ja, geht nicht nur um den Vorfall, es geht darum, welche Version am Ende politische Konsequenzen auslöst. Für Rubio ist das ja, doppelt sensibel. Er kann nicht einfach Havannas Darstellung übernehmen, aber er kann auch nicht so tun, als sei es irrelevant, weil die Frage nach US-Bürgern, Konsularzugang und öffentlicher Druck im Raum stehe. Der zweite große Block ist die Energiekrise.
Das ist kein normaler Mangel, sondern ein Systemproblem. Kuba fordert eigenes Rohöl, aber das ist schwer, schwefelhaltig und wird vor allem ja, zur Stromerzeugung genutzt. Für Diesel, Benzin und Kerosin braucht Kuba Importe. Und genau diese ja, raffinierten Produkte sind knapp. Wenn Diesel fehlt, betrifft das nicht nur private Autos. Diesel ist in Kuba ja Transportkette, Landwirtschaft, Hafenlogistik, Notstrom, Wasserpumpen. Wenn das ausfällt, entstehen Kettenreaktionen. Die Waren kommen nicht an, Kühlketten reißen, Produkte stoppen, ja, Gesundheitslogistik, ja, einfach, es wird riskant. Und zusätzlich kommt Kerosin dazu. Wenn Flughäfen nicht zuverlässig betanken können, reagieren Airlines mit Zwischenstopps oder Aussetzungen. Das ist eine direkte wirtschaftliche Bremse, weil Tourismus Devisen bringt. Kuba hat darauf reagiert mit einem Maßnahmenpaket, das nicht nur Sparen ist, sondern Priorisierung. Ein paar Punkte, die im Alltag sofort spürbar sind. Thema Treibstoffrationierung. Also Benzin ist nur noch begrenzt vorhanden. Dieselverkauf ja, an Privatpersonen wurde eingestellt. Organisation des Verkaufs über digitale Systeme und Limitierung pro Person beziehungsweise Registrierung. Zum Thema Verkehr, Personenzüge fahren seltener, Fernbusse je nach Strecke und ja, Fährverbindungen insgesamt reduziert. Lokale Transporte ja, wurden angepasst. Zum Thema Arbeit, Verwaltung werden gestärkt, Montag bis Donnerstags. Wo möglich ist, soll Homeoffice ausgeführt werden. Falls nicht möglich, greifen rechtlich geregelte Arbeitsunterbrechungen mit Gehaltsregelung. Zum Thema Gesundheit, Priorität für Notdienste, Mutter-Kind-Krebsprogramme, Transportlösungen für chronische kranke Personen in entlegenen Gebieten. Zum Thema Wasser, Pumpstationen haben priorisierte Treibstoffzuleitungen, zusätzliche Solarpumpen. Thema Bildung, Grundschulen und Kindergärten bleiben möglichst offen, aber mit ja, Flexibilität. Weiterführende Schulen und Unis teilweise Präsenz, teilweise Blocksystem. Das sind keine kosmetischen Maßnahmen, das ist ja, ein Krisenbetrieb, der versucht, ja, Grundfunktionen zu halten. Ja, jetzt mal zum historischen Vergleich, den Kuba selbst anspricht, Opción Cero, ein Konzept aus der Sonderperiode der 90er Jahre. Damals brach nach dem Ende der Sowjetunion die Versorgung mit Öl und Ersatzteilen drastisch ein. Kuba musste den Alltag neu organisieren. Lokale Lebensmittelproduktion, weniger motorisierte Mobilität, improvisierte Energie und Kochlösungen. Wenn die heutige Führung Option Zero erwähnt, dann ist das ein Signal. Wir bereiten die Bevölkerung mental auf ein Szenario vor, in dem Energie nicht nur knapp ist, sondern dauerhaft unsicher. Der Unterschied zu den 90ern ist aber auch wichtig. Heute gibt es mehr Erfahrung mit Krisennormalität. Es gibt einen ja, wachsenden Solaranteil und andere wirtschaftliche Strukturen, inklusive ja, größerem Privatsektor. Trotzdem bleibt die Logik gleich. Wenn Treibstoff fehlt, muss man versorgen, Mobilität und Produktion radikal priorisieren. Solar ist in diesem Kontext keine Ökostory, sondern eine Stabilitätsstrategie. Kuba beschleunigt Solarparks, fördert private Solaranlagen, setzt auf Batteriespeicher, will kritische Einrichtungen absichern, also Krankenhäuser, Schulen, Wasser und auch Verwaltung. Dazu kommen steuerliche und zollrechtliche Anreize für erneuerbare Technologien und eine Preisdeckelung, um Wucher zu verhindern. Das Ziel ist nicht Komfort, das Ziel ist Mindestversorgung. Licht, Kühlung, Kommunikation, medizinische Geräte. Und ja, man sieht auch pragmatische Anpassungen. Elektronische Tricyclos, kleine PV-Systeme, Notstromlösungen. Das sind Reaktionen auf diese Knappheit. Viele denken bei Blockade an Kriegsschiffe. Das Entscheidende ist aber der wirtschaftliche Mechanismus. Wenn die USA Drittstaaten oder Firmen mit Zöllen und Sanktionen bedrohen, entsteht Risiko. Risiko heißt, Versicherungen werden teurer,
Banken werden vorsichtig, Zahlungswege werden kompliziert, Charterverträge wackeln. Ein Tanker kann schon deshalb umdrehen, weil der Reeder keine Absicherung mehr bekommt oder die Bank die Zahlung nicht freigibt. Das führt zu einer Art Blockadeeffekt, ohne dass du ja jeden Tanker militärisch stoppen musst. Wenn dann ein Tanker wie die Seahorse mit 200.000 Barrel Diesel unterwegs ist, das ist ja kurzfristig relevant, aber strukturell nicht die Lösung. Solche Lieferungen können Engpässe abmildern, aber sie schaffen keine Planbarkeit. Und Planbarkeit ist das, was ja, Volkswirtschaften in Krisen am meisten brauchen. Russland und Venezuela sind hier nicht nur Lieferanten, sondern strategische Faktoren. Venezuela war traditionell eine zentrale Quelle für Öl. Wenn diese Quelle wegbricht oder politisch instabil wird, muss Kuba in teurere, riskantere Märkte ausweichen. Russland taucht als alternative Liefer- und Unterstützungsachse auf, aber auch das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern ja geopolitisch. Signal an die USA, dass Kuba nicht vollständig isoliert ist und Versuch, eine minimale Versorgung zu ermöglichen. Das Ganze läuft aber immer ja, gegen dieselbe Wand. Transport, Versicherung, Finanzabwicklung, Druck auf Drittakteure. Deswegen sind strategische Akteure wichtig, aber nicht allmächtig. Ja, und das neue US-Sanktionsfenster, Öl an Kubas Privatsektor ja, an staatliche Stellen nein, ist nicht einfach humanitäre Hilfe. Es ist ein politisches Design, weil Kubas Energieinfrastruktur überwiegend staatlich organisiert ist, entsteht sofort die Frage, wie importiert ein privater Akteur Treibstoff, wenn Lagerung, Verteilung, Zertifizierung und Logistik oft durch staatliche Strukturen laufen. Dazu die Finanzauflagen, überwachte Konten, Lizenzlogik, kontrollierte Zahlungsströme. Das ist kein Markt, das ist ja, ein regulierter Kanal. Und der Effekt kann eine Segmentierung sein. Wer Zugang zu Devisen und Importkanälen hat, bekommt eher Treibstoff. Wer keinen Zugang hat, bleibt ausgeschlossen. Das kann wirtschaftlich kurzfristig helfen, aber gesellschaftliche Spaltung verstärken. Tourismus ist Devisen, Devisen sind Importfähigkeit, Importfähigkeit ist Versorgung. Wenn die Besucherzahlen sinken und gleichzeitig Flüge wegen Kerosinmangel komplizierter werden, entsteht ein negativer Kreislauf. Weniger Touristen, weniger Einnahmen, weniger Importe, schlechtere Versorgung, noch weniger Attraktivität. Und wichtig, nicht nur klassische Touristen sind relevant, sondern auch Auslandskubaner. Wenn deren Einreisen stark sinken, fehlt oft auch ja, eine informelle Versorgungsader. Bargeld, Medikamente, Ersatzteile, Hilfe für Familien. Das sind reale wirtschaftliche Effekte. Ja, zum Schluss die Sicherheits- und Verteidigungsebene. Kuba spricht von der Aktivierung von Verteidigungslogik nach dem Prinzip En guerra de todo el pueblo, also Volkskrieg und territoriale Verteidigung. Das ist in Kubas System die Idee, breite territoriale Vorbereitung, defensive Ausrichtung, regelmäßige Übungen. Das ist politisch ein Signal, wir rechnen mit Druck und wir stellen uns darauf ein. In Verbindung mit einem bewaffneten Zwischenfall auf See passt das in die kubanische Erzählung. Äußere Bedrohung, Notwendigkeit und Verteidigung, Mobilisierung im Inneren. Ob man diese Sicht teilt oder nicht, kommunikativ ist es ein klares Muster. Tja, das waren die Themen für das heutige Video. Lasst mir gerne eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne auch meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.